Moin! Wie jedes Jahr im Januar verbringen wir auch dieses Jahr eine Zeit im europäischen Süden und arbeiten von dort. Dieses Jahr ging es für uns nach Lanzarote. Unsere freie Zeit haben wir natürlich genutzt, um die Insel ausgiebig zu erkunden. Alle unsere Tipps findet ihr im nachfolgenden Video. Two souls in Neverland, 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 Neverland. Mit Eurowings fliegen wir von Hamburg aus innerhalb von 4 Stunden nach Lanzarote. Als Unterkunft haben wir uns ein wirklich sehr schönes Haus in Playa Blanca ausgesucht. In unserer Villa Jessica haben wir einen großen Außenbereich mit einem richtig coolen Pool. Das Haus bietet uns auf jeden Fall genug Platz, um von hier aus auch zu arbeiten. Wir haben die Villa über Airbnb gebucht und euch den Link in die Infobox gestellt. Playa Blanca ist als Urlaubsort wirklich beliebt, aber glücklicherweise nicht allzu überlaufen. Entlang der Strandpromenade kann man wirklich super spazieren gehen. Hier findet sich viel Gastronomie und natürlich auch die ein oder andere Einkaufsgelegenheit. Insgesamt gibt es hier 3 Strände. Fangen wir an mit dem, der uns am besten gefallen hat, dem Playa Flamingo. Dann gibt es den Playa Blanca, ein kleiner Stadtstrand, der direkt an der Promenade liegt. Und dann zu guter Letzt Playa Dorada. Das ist wohl der größte und auch beliebteste Strand bei den Touristen. Hier gibt es auf jeden Fall die meisten Liegemöglichkeiten. Nicht unerwähnt lassen wollen wir auch den Puerto de Playa Blanca. Von diesem Hafen starten die ganzen Fähren, die euch auf die Nachbarinseln der Kanaren bringen würden. Besonders gut gefallen hat uns auch das Gebiet rund um die Marina Rubicon. Hier liegen nicht nur wunderschöne Segelschiffe im Hafen. Das ganze Gebiet rund um die Marina bietet Shoppingmöglichkeiten und höherwertige Gastronomie. Der Haupttouristenort ist aber nicht Playa Blanca, sondern Puerto del Carmen. Hier gibt es einen sehr schönen langen weißen Sandstrand und eine dazugehörige Strandpromenade. Der Long Beach Club hat uns hier besonders gut gefallen. Hier ist definitiv wesentlich mehr los als in Playa Blanca. Und die vielen Bars, Pubs und Kneipen versprechen ein reges Nachtleben. Das ist hier echt der Urlaubsort der Irish Pubs. Wir haben bei unserem Spaziergang schon mindestens 20 Stück zählen können. Solltet ihr mit dem Kreuzfahrtschiff in Lanzarote ankommen, dann landet ihr in der Hauptstadt Arrecife. Die vorgelagerte kleine Festung, die Altstadt und auch das Schifferhafenbecken haben uns ganz gut gefallen. Wir würden euch allerdings empfehlen, direkt einen Ausflug zu buchen, solltet ihr mit dem Kreuzfahrtschiff hier ankommen und euch gar nicht allzu lange in der Hauptstadt aufzuhalten. Ein weiterer kleiner Urlaubsort, der durchaus auch beliebt ist, ist Costa Teguise. Hier erwarten euch eine schöne Promenade und ein wirklich schöner Strand und viel angebotene Gastronomie. Neben Costa Teguise gibt es aber auch die alte Hauptstadt Teguise. Teguise wurde im 15. Jahrhundert gegründet und hat gut erhaltene historische Gebäude. Die Stadt ist wirklich ein tolles Ziel, wenn man ein authentisches und eher ruhigeres Lanzarote erleben möchte. Teguise ist auch ein kulturelles Zentrum auf Lanzarote. Es gibt verschiedene Kunstgalerien und auch ein Kulturzentrum dort. Und man findet viele kleine Restaurants und Tapas-Bars. Dort kann man die typische kanarische Küche genießen. Es gibt natürlich noch viele weitere kleine Orte, wo man auch seinen Urlaub verbringen kann. Wie zum Beispiel in Arrieta, auch ein kleiner Ort, der uns besonders gut gefallen hat. Die Insel erkundet man am besten mit einem Auto. Wir haben uns bei Topcar direkt am Flughafen eins gemietet. Das erste Ziel auf unserer Tour ist El Golfo. Auf dem Weg dorthin kommt man an den Salzsalinen von Lanzarote vorbei. Diese Salzsalinen, auch bekannt als Salinas de Janubio, sind besonders bekannt in Lanzarote. Bereits seit dem 19. Jahrhundert wurden sie von den Einheimischen genutzt, um Meersalz zu produzieren. Wir passieren außerdem noch die beeindruckenden Lavaformationen Los Hervideros. Das Ganze ist durch die vulkanische Aktivität auf Lanzarote entstanden. Sie wurden durch den Kontakt der heißen Lava mit dem kalten Meerwasser gebildet. Das Ergebnis ist eine wilde, dramatische, aber wirklich wunderschöne Küstenlandschaft. Besonders eindrucksvoll ist es, wenn die Wellen des Atlantiks mit voller Wucht gegen diese Felsen schlagen.
Und dann kommt El Golfo. Hierbei handelt es sich um ein wirklich schönes kleines Fischerdorf an der Westküste von Lanzarote. Hier findet man zahlreiche Restaurants und der Ort eignet sich perfekt, um hier den Sonnenuntergang anzuschauen. Besonders berühmt ist das Ganze aber für seinen Lago Verde, die grüne Lagune. Das ist ein Kratersee, der durch vulkanische Aktivität und den Kontakt mit Meerwasser entstanden ist. Der See hat eine besonders auffällige grüne Farbe. Diese entsteht durch Mikroalgen, die sich im Wasser ansammeln. Wenn man besonders schöne Strände und Buchten schätzt, dann sollte man zu den Papagayo-Stränden ganz im Süden der Insel fahren. Diese Strände sind für ihre unberührte Natur, das klare türkisfarbene Wasser und die goldenen Sandstrände bekannt. Habt ihr gewusst, dass es schwarze Weinberge gibt? In der Region La Cheria auf Lanzarote findet man solche. Der vulkanische Boden in dieser Region ist besonders reichhaltig an Mineralien und gibt dem Wein dadurch einen besonderen Geschmack. Die Weinreben werden in kleine, halbkreisförmige Gruben gepflanzt. Mit Steinwällen werden diese dann vor dem Wind und der Erosion geschützt. Es gibt hier zahlreiche Bodegas, wo man sowohl den Wein verkosten als auch natürlich kaufen kann. Eine Vulkaninsel hat natürlich auch Krater. Einer davon ist der Caldera de los Cuervos. Dieser Krater befindet sich nicht wie sonst so oft auf einem Berg, sondern ist fast ebenerdig erreichbar. Wir empfehlen euch, diese kleine Wanderung auf eure Lanzarote To-Do-List aufzunehmen. Man läuft circa 1 Stunde um den Vulkan herum, bevor man dann in den Krater hineinlaufen kann. Ein wirklich beeindruckendes Bild. Die Wanderung selbst ist nicht besonders anstrengend. Wir würden euch aber festes Schuhwerk empfehlen. Die Steinformation Ciudad Estratificada, auch Stratified City genannt, haben uns besonders gut gefallen. In der fast mondähnlichen Landschaft kann man auf jeden Fall super umherlaufen, schöne Fotos machen und die Steine auf sich wirken lassen. Wer gerne Höhlen mag, der kommt auf Lanzarote auch auf seine Kosten. In der Cueva de los Verdes bekommt man auf jeden Fall spannende Eindrücke in das Innere eines Lavastroms. Man kann dort nur geführt durchlaufen. Die Führung dauert 45 Minuten und findet in englischer und spanischer Sprache statt. Die Tickets sollte man vorher online kaufen, wo man sich dann auch schon einen Zeitslot für seinen Besuch auswählen kann. Wenn ihr auf Surfen steht, dann fahrt auf jeden Fall mal nach Famara. Ein kleines, aber gemütliches Dörfchen an der nordwestlichen Küste. Hier gibt es wirklich zahlreiche Surfschulen. Und der Strand eignet sich aufgrund der konstanten Wellen gut für alle Erfahrungsstufen, von Anfängern bis zu Profis. Surfen lernen in so einer coolen Kulisse mit diesen surrealen Landschaften und total schönen Bergformationen ist doch wirklich ein Traum. Ein besonderes Highlight der Insel ist der Timanfaya Nationalpark. Besucher können an einer geführten Bustour durch den Park teilnehmen. Hierbei fährt man an Lavafeldern, Vulkankegeln und vulkanischen Kratern vorbei. Man hat wirklich die ganze Zeit einen super tollen Blick auf die Landschaft. Während der Fahrt erfährt man einige wichtige Infos in verschiedenen Sprachen. Die unterschiedlichen Farben, die einem hier begegnen, sind wirklich beeindruckend. Am Ende der Tour wird einem dann noch am eigenen Leib vorgeführt, wie heiß das Ganze unter der Erde noch ist. Zunächst bekommt man ein paar kleine Steinchen in die Hand gedrückt. Die kann man wirklich kaum festhalten, so warm sind sie. Und danach wird in verschiedene Erdlöcher Wasser gegossen. Da kommt dann eine richtige Fontäne wieder raus und man erschrickt sich ein bisschen. Um das weiter zu veranschaulichen, verbrennen sie dann auch vor unseren Augen noch ein bisschen Gestrüpp. Im angrenzenden Restaurant El Diablo bekommt man dann sogar Hähnchen von einem Grill, der die Energie der heißen Erde nutzt. Ein paar Fahrminuten entfernt findet man das Besucherzentrum mit einem eigenen Museum. Wenn man also total neugierig auf Vulkane geworden ist, dann kann man hier sein Wissen erweitern. Der Nationalpark war auf jeden Fall eines unserer Highlights auf der Insel. Der schönste Aussichtspunkt ist der Mirador del Rio im Norden der Insel. Der Aussichtspunkt liegt auf einer Höhe von etwa 475 Metern.
Von dort hat man wirklich einen spektakulären Blick auf die Insel La Graciosa. Die Aussicht von hier ist wirklich besonders eindrucksvoll. Man kann nicht nur die Schönheit der Küste Lanzarotes erleben, sondern eben auch die unberührte Natur der umliegenden Inseln. Vielleicht habt ihr ja schon mal von dem Architekten und Künstler César Manrique gehört. Er hat das Aussehen der Insel wie kein zweiter nachhaltig beeinflusst. Von ihm gibt es einige Gebäude, Einrichtungen und Museen, die wir uns jetzt anschauen wollen. Wir starten in der kulturellen Stiftung Foundation César Manrique. Die Stiftung wurde nach seinem Tod im Jahre 1992 gegründet. Sie dient dazu, sein Erbe zu bewahren und seine künstlerischen sowie umweltschützenden Werte zu fördern. Der Hauptsitz ist das ehemalige Haus von ihm. Er hat es in den 70er Jahren in einem verlassenen Vulkantunnel einbauen lassen. Das Haus wurde von ihm selbst entworfen und ist eines der vielen faszinierenden Beispiele dafür, wie er Architektur mit der Natur vereinte. In 5 Lavaröhren wurde das Haus eingebaut. Der Künstler hat also wirklich die vulkanische Landschaft der Insel in seine Wohnräume integriert. Dann geht's für uns zum Kaktusgarten, auch bekannt als Jardín de Cactus. Der Garten wurde in einem ehemaligen Steinbruch angelegt. Auch hier beweist Manrique also wieder sein Talent, Natur und Kunst miteinander zu verbinden. Gebaut wurde der Garten zwischen 1991 und 1994 und beherbergt eine wirklich beeindruckende Sammlung von über 1000 verschiedenen Kaktusarten. Weiter geht's zu Jameos del Agua. Auch hierbei handelt es sich wieder um ein Werk von César Manrique. Jameos del Agua befindet sich in einem Teil eines riesigen Lavatunnels. Dieser wurde von einem Vulkanausbruch vor etwa 3000 Jahren geformt. Die weißen Wände, die runden Formen und die harmonische Gestaltung der Räume sind typische Stilmerkmale von Manrique. Besonders auffällig ist wieder die Integration von Pflanzen und Wasserflächen. Dieser kleine unterirdische See ist ein echtes Unikat. Er beherbergt nämlich die kanarischen weißen Krebse, eine ganz besonders seltene Art. Jetzt geht's zu einem Hausmuseum, nämlich dem sogenannten Lagomar. Dieses wurde in den 70er Jahren von 2 bekannten Künstlern entworfen, dem berühmten Architekten Jesus Soto und unserem bekannten César Manrique. Das Gebäude ist in einen Lavafels integriert und spiegelt den minimalistischen Stil wider, der so typisch für viele Werke von Manrique ist. Das Gebäude selbst ist wirklich ein spektakuläres Haus und umfasst verschlungene Höhlenräume, die perfekt mit offenen, sonnenbeschienenen Terrassen und Gärten kombiniert sind. Richtig toll fanden wir aber das Schwimmbad. Das ist in die natürliche Umgebung integriert und sieht aus wie ein kleiner Bergsee. Heute ist Lagomar auch ein Museum und ein Kulturzentrum. Hier finden Kunstausstellungen und Veranstaltungen wie Konzerte und Kunstgalerien statt. Das letzte, was wir uns vom Künstler César Manrique anschauen, ist das Monumento al Campesino. Diese Skulptur ist eine der bekanntesten Werke von ihm. 1968 wurde sie auf Lanzarote errichtet. Das riesige, monumentale Denkmal wurde den Bauern und der Landwirtschaft auf Lanzarote gewidmet. Als wir da waren, war es leider eingepackt in ein Baugerüst, von daher konnten wir es nicht in seiner vollen Pracht sehen. Das Denkmal steht aber in einem Park und dort findet man einen typischen kanarischen Garten mit einheimischen Pflanzen vor. Man kann hier außerdem auch private Feiern veranstalten. Vielleicht will ja der ein oder andere dort seine Hochzeit feiern. Damit geht unsere Zeit auf Lanzarote auch schon zu Ende. Wir hoffen natürlich, euch hat unser Video gefallen. Lasst doch gerne einen Kommentar da und wie immer freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Two souls in Neverland.